So Freunde, weil die Frage oft vorkam, wie nehme ich meine Kamera und mein Video oder Gameplay separat auf, damit ich später zusammenschneiden kann und rumschieben kann. Hier ein kurzes Tutorial dazu, nämlich gehen wir in die Software OBS rein. In OBS geht ihr auf oben auf Datei, geht auf Einstellung, geht auf Video, dann Freunde, habt ihr hier wahrscheinlich als Auswahl 1920 zu bla bla bla. Hier gebt ihr die Auflösung 3840 zu 1080 ein. Der Grund dafür ist, weil 3840 das Doppelte von 1920 ist. Sozusagen habt ihr zwei getrennte Bildschirme nebeneinander, als große Leinwand sozusagen. Drückt auf OK, dann sieht das ganze Ding so aus wie bei mir jetzt. Habt einen ganz großen weißen Balken. Nächste Einstellung, die ihr machen müsst, ihr geht auf Datei wieder, Einstellung wieder, geht auf Ausgabe, Aufnahme, nimmt den Modus erweitert ein. Kurz Anpassung, die wir machen müssen. Ihr nehmt hier den Aufnahmepfad, wo soll das Video gespeichert werden. Als Format empfehle ich euch, MKV zu nehmen. MKV nämlich aus dem Grund, wenn ihr ganz lange Videos macht, der PC, die Software irgendwas abstürzen sollte, ist das Material, was ihr aufgenommen habt, nicht verloren, sondern endet einfach dort, bis wo ihr ihn aufgenommen habt. Ist auch optimal, wenn ihr mehrere Spuren benutzt. Bei mir ist es unterschiedlich, ich benutze manchmal MOV, falls ich keinen Bock habe, das Video zu konvertieren, weil die Bearbeitungssoftware, mit der ich die Videos bearbeite, die akzeptiert halt kein MKV. Wenn es halt längere Videos werden, dann MOV oder MP4. MP4 hat aber ein bisschen schlechtere Qualität. Nehmt die Audiospuren, die ihr aufnehmen wollt, meistens sind es halt nur das Gameplay und eure Stimme. Encoder, wenn ihr einen guten GPU habt, einen starken GPU habt, nehmt ihr Nvidia. Wenn ihr eine bessere CPU habt, dann nehmt ihr X264. Ansonsten, was müsst ihr hier noch beachten? Qualitätsregulierungsmethode. Da ist bei euch dann wahrscheinlich CBR, das heißt für konstante Bitrate. Ich nehme immer variable Bitrate, das heißt die Dateien sehen schöner aus, aber sind zugleich kleiner. Der Grund ist, bei VBR, variable Bitrate, da sucht sich das Programm aus, wie viel ist gerade im Bild los. Wenn nicht so viel los ist im Bild, nimmt er die kleinere Bitrate. Wenn viel los ist, hat er halt Zugriff auf mehr MBs pro Sekunde, die er speichert, wo er halt natürlich mehr Pixel speichern kann und dies einfach schöner aussieht. Da müsst ihr ein bisschen rumprobieren, was bei euch am besten ist. Ich habe jetzt einfach mal 50.000 maximale Bitrate, also sozusagen er kann bis 50 MB pro Sekunde aufnehmen. Oder halt 6000, wenn nicht so viel los ist, als Minimum Bitrate. Voreinstellung geht ja auf Qualität, damit das alles ein bisschen schöner aussieht. Oder wenn ihr einen schlechteren PC habt, natürlich dann auf Leistung. Den Rest lässt ihr auf Standard, drückt auf OK und soweit war's. Was ihr noch machen müsst, ihr erstellt eine neue Szene, nennt die jetzt Let's Play, zum Beispiel, weil viele Let's Plays machen. Oder YouTube-Video. Als nächstes macht ihr dann in der neuen Szene, die ihr erstellt habt, Rechtsklick auf Quellen, hinzufügen, macht eine Fensteraufnahme, nennt es Browser zum Beispiel. Browser. Drückt auf OK. Nehmt dann den Browser raus. Opera Browser zum Beispiel, den ich jetzt offen habe. Habt es da. Nimmt es. Schiebt es halt dahin, wo ihr wollt. Ich mache es mal auf die rechte Seite. So, macht hinzufügen. Blab. Neues Videoaufnahmegerät. Nennt es Kamera, bla bla bla. Sonst was. Oder wenn ihr halt in einer anderen Szene das schon hinterlegt habt, benutzt ihr das. Ich mache jetzt Elgato S60S, sonst hängt sich das Ding bei mir auf. Genau, Videoaufnahmegerät, da nehmt ihr jetzt, machen wir Screenlink, damit es ein bisschen, beispielsweise ist das jetzt meine Kamera. Hab beide Bilder nebeneinander. Ich kann es jetzt nicht machen, weil sonst meine Kamera sich aufhängt für das Video, was ich gerade aufnehme. Genau, mehr müsst ihr nicht machen. Drückt auf Aufnehmen und das Video wird aufgenommen. So, als nächstes, was ihr machen müsst, ihr geht in eure Aufnahmesoftware, in meinem Fall ist es jetzt Adobe Premiere Pro. Ihr geht auf Neues Projekt, gebt da den, so sieht es aus, gebt da den Projektnamen ein, bla bla, nenne ich den mal jetzt, gebt den Ordner ein, was ihr hier habt, achtet drauf, GPU beschleunigt, das funktioniert viel, viel schneller, wenn ihr mit der GPU, also mit der Grafikkarte arbeitet. Den Rest könnt ihr ganz normal halten, drückt auf OK. Dann lädt das ganze Ding ein bisschen, öffnet ein neues Projekt. Einzige, was ihr machen müsst, ihr zieht die Datei noch rein per Drag and Drop. Hier ein altes Video von mir, was ich jetzt reinziehe. Mach's auf die Timeline. Also oben auf Sequenzeinstellung. Gebt hier dann die Auflösung ein, 1920. Damit es dann wieder Full HD ist. Kann nicht rückgängig gemacht werden. Werdet ihr gewarnt. Ihr habt das Video dann hier. So, habt es dann auf Full HD. Nächste, was ihr machen müsst, ihr nehmt Rechtsklick auf die Datei. Was ich immer mache, Verknüpfung aufheben. Dann habe ich das Video und die Tonspuren separat. Bei Adobe ist es ganz einfach, ihr haltet Alt gedrückt, zieht das Video eins nach oben und es ist nach oben kopiert. Das, was ihr jetzt macht, ist auf eine der Videospuren klicken. Drückt hier oben bei Effekteinstellungen auf Bewegen. Bewegt es zur Seite, so dass es reinpasst. Blapp.
Nehmt das andere Video, das blenden wir mal kurz aus beim Auge hier. Das andere Video nimmt er, Bewegung, zieht es auf die andere Seite. Das Video ist in Full HD. Das wäre in dem Fall euer Gameplay oder sonst was. Ja, das wäre es eigentlich. Jetzt könnt ihr mit dieser Datei Bewegung, die könnt ihr jetzt schieben, großziehen. Was in eurem Fall wahrscheinlich sein wird, ihr macht es klein und schiebt sie unten als Gameplay oder sonst was hin. Ich habe jetzt den Greenscreen. Jetzt seht ihr das Problem. Wir haben ein sehr langes Bild. Einzige, was ihr noch macht, ihr geht hier rechts auf Effekte oder hier oben auf Effekte, dann öffnet sich dieses Fenster. Da könnt ihr jetzt suchen bei Zuschneiden oder ihr geht einfach per Drag and Drop, Videoeffekte, transformieren und dann habt ihr hier Zuschneiden. Das zieht ihr auf die Datei rauf. In dem Fall ist es die obere bei mir. Zack, geht hier auf Zuschneiden. Wie viel soll links, wie viel soll rechts abgeschnitten werden? Machen wir erstmal rechts. Bam, gebt ihr eine Prozentzahl ein oder schiebt es einfach. Hier mit dem Regler schiebt es links und rechts. So, dass es euch passt, machen wir jetzt so. Schieben wir links noch ein bisschen das zusammen. Dann ist es gekartet. Wenn ihr einen Greenscreen-Weg benutzt, dann nehmt ihr noch den Effekt bei Keying. Ultra Key. Rauf. Hier auf die Pipette. Nimmt das Grün. Massengenerierung, blablabla. Spielt ihr mit den Reglern hier ein bisschen hin, her, bis der Greenscreen euch so passt, wie der ist. Jetzt ist er fast komplett weg. Maskenbereinigung, überfüllen, unterfüllen. Da spielt ihr einfach ein bisschen rum und guckt einfach, wie es euch passt. Und dann habt ihr euer Gameplay, euch im Bild. Ihr habt jetzt den Vorteil, wenn ihr cuttet, wenn ihr irgendwas machen wollt, ihr könnt es jetzt einfach groß ziehen. Hier, bam. Ihr könnt es klein ziehen. Also ihr könnt machen, was ihr wollt mit der Datei. Hat wesentlich mehr Komfort. Wenn irgendwas Wichtiges im Spiel verdeckt wird, könnt ihr es auch kurz wegmachen, das Bild. Rauscutten, aber das ist ein anderes Thema. So, Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video konnte euch helfen. Ich habe versucht, mich jetzt ganz kurz zu halten. Und falls ihr mehr solcher Tutorials sehen wollt, rund um OBS, Adobe, Photoshop, Thumbnail-Kreierung, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich kenne mich mit der Software aus. Ich versuche mich immer kurz zu halten. Falls noch Fragen bestehen, Leute, einfach in den Kommentaren hinterfragen. Ansonsten unten in der Beschreibung ist der Link zu unserem Discord. Dort könnt ihr jederzeit Fragen. Die werden auch gerne beantwortet. Also Freunde, bis zum nächsten Video. Haut rein.